Hallo Bosco. Hallo Rebecca. Oh, was nuschelst du denn? Hast du wieder was dabei? Lachende Münder. Freust du dich so, mit mir Mathe zu Eher nach machen? unten gebogene Münder. Was? Trauermünder. Hast du schlechte Laune? Naja, du hast mir so viel über Therme beigebracht. Übrigens, schaut unsere Therme-Videos auf unserem Kanal an. Und jetzt fängt mein Lehrer an mit Klammern. Ach, das sollen Klammern Ja, sein. aber darüber weiß ich noch gar nichts. Ach, kein Problem, Bosco. Ich erkläre dir das schnell. Na, dann bitte. Bevor du Klammeraufgaben lösen kannst, solltest du wissen, welche Sorten von Klammern es gibt. Na, runde und eckige. Das meine ich doch nicht mit Sorten. Okay. Es gibt Plusklammern, Minusklammern, Malklammern, doppelte und Dreifachmalklammern und Minusmalklammern. Willst du mich veräppeln? Nimm mich nicht immer so wörtlich. Autsch. Ja, Entschuldigung, Bosco. Ja, es ist aber schon so, dass in den Mathebüchern oft nur von Plus, Minus und Malklammern die Rede ist. Und dass die dann auch in Kombination miteinander vorkommen können, das muss man dann selber in den Aufgaben rausfinden. Und ich sage dir einfach die ganze Wahrheit. Ich zeige dir jetzt erst ganz genau, wie du die Klammersorte erkennen kannst. Ja. Und anschließend zeige ich dir noch, wie du die jeweilige Klammersorte auflöst. Ich bin gespannt. Gut, wir starten mit der Malklammer, weil die am häufigsten vorkommt. Okay. Eine Malklammer erkennst du daran, dass vor oder hinter der Klammer ein Mal steht. Das kann sichtbar sein, das heißt, es ist hingeschrieben worden, oder es kann unsichtbar sein, indem eine Zahl, Variable oder Klammer direkt vor oder hinter der besagten Klammer steht. Und auch wenn am Ende der Klammer eine Hochzahl dran steht, dann ist es auch eine Malklammer. Okay. Und wenn es vorne und hinten mit Mal angebunden ist? Dann wäre es eine doppelte Malklammer. Doppelte Mal. Und wenn es jetzt vorne und hinten mit Mal angebunden ist und noch eine Hochzahl an der Klammer steht, dann wäre es eine Dreifachmalklammer. Boah. Ui, Bosco! Jetzt kriege ich Angst. Ach, du Klammeräffchen! Boah. Das hört sich kompliziert an. Brauchst keine Angst haben, Bosco. Und warum hast du jetzt in die Klammern noch nichts reingeschrieben? Weil, um die Klammersorte zu erkennen, ist es völlig irrelevant, was in der Klammer steht. Du musst dir nur anschauen, was vor und hinter der Klammer steht, um die Sorte zu identifizieren. Okay, das heißt, wenn mindestens ein Malzeichen außen an der Klammer steht, ist es sofort eine Malklammer. Korrekt. Okay. Ja. Die nächste Klammersorte, die ich dir zeigen möchte, ist eine Minusklammer. Ja. Du erkennst Minusklammern daran, dass ein Minuszeichen direkt vor der Klammer steht. Aber nicht hinter. Nicht hinter der Klammer, nicht in der Klammer. Es muss wirklich direkt vor der Klammer stehen. Okay, na das klingt ja mal einfach. Ganz so einfach ist es nicht. Wenn jetzt vor der Klammer ein Minus steht, ist es eine Minusklammer. Ja. Aber wenn jetzt auch noch zusätzlich hinter der Klammer ein Mal steht, dann ist es eine Minus-Malklammer. Also eine Kombination aus beiden Sorten. Na super. Und die Plusklammern? Eine Plusklammer erkennst du daran, dass direkt vor der Klammer ein Plus steht. Klar. Oder dass halt die Aufgabe da anfängt, sodass da ein unsichtbares Plus stehen würde. Aha. Aber Achtung! Hinter der Klammer darf keine Punktrechnung kommen. Geteilt oder mal, wenn jetzt hinter der Klammer ein Mal stünde, dann wäre es sofort eine Malklammer und keine Plusklammer mehr. Also auch keine Plus-Malklammer. Sowas gibt's nicht, nein. Aber Minus-Malklammer gibt's. Die gibt's. Na super. Das wird ja immer mehr. Gut. Okay. Jetzt habe ich dir erklärt, woran du die Sorten erkennst. Ja. Und jetzt rechnen wir Aufgaben mit Klammern, damit ich dir zeigen kann, wie du die auflöst. Und die Klammern müssen immer erst gerechnet werden. Ganz, ganz wichtig, ja. Die haben Vorfahrt. Die haben Vorfahrt, ja. Also die Rechenreihenfolge muss beachtet werden. Wenn du eine Aufgabe bekommst, in der Klammern drin sind, rechnest du die Klammern immer zuerst aus. Okay. Gut, erste Aufgabe. 3 plus, Klammer auf, 4x minus 2, Klammer zu. Ja, schön. Welche Sorte hast du denn hier? Ich würde sagen eine Plusklammer, weil vor der Klammer ein Plus steht. Korrekt. Und was mache ich jetzt? Plusklammern löst man auf, indem man sie ersatzlos weglässt. Einfach die Klammer nehmen und in den Müll werfen. Die gefällt mir am besten. Ja, Aha. das Plus lässt du stehen, du löschst einfach nur die Klammer, fertig aus. So löst man Plusklammern auf.
Also steht dann da 3 plus 4x minus 2. Und das sind dann ausgerechnet 4x plus 1. Jawohl, sehr schön. Na gut. Nächste Aufgabe. Ja. Klammer auf, 4x minus 2, Klammer zu, minus 3. Gut. Welche Klammersorte hast du hier? Eine Minusklammer. Falsch. Ne? Aber ich sehe nur Minuszeichen Aber wenn es eine Minusklammer wäre, müsste das Minus direkt vor der Klammer stehen. vor der Klammer. Das ist eine Plusklammer, weil die Aufgabe da anfängt. Die fängt an. Ja. Also vor der Klammer steht ein unsichtbares Plus. Also kann ich die Klammer streichen. Einfach in den Müll schmeißen. Also steht da 4x minus 2 minus 3. Und das sind ausgerechnet 4x minus 5. Korrekt, Bosco. Sehr gut. Klasse. Gut. Nächste Aufgabe. 3 minus Klammer auf, 4x minus 2 Klammer zu. Das ist aber jetzt eine Minusklammer, weil ein Minus vor der Klammer steht. Sehr gut erkannt, Bosco. Ja. Gut. Minusklammern löst man so auf, Ja. dass man dieses Minus, was vor der Klammer steht, auf alle Summanden bzw. Teilterme innerhalb der Klammer verteilt. Also die Klammer soll sagen, die 4x will das Minus haben oder das Minus vor der Klammer gehört zu den 4x und es gehört auch zu dem minus 2. Das heißt, um die Klammer jetzt aufzulösen, musst du der 4x ein Minus geben, dann sind es minus 4x. Und du musst der minus 2 noch ein Minus geben, dann hat die 2 also 2 Minusse und ist somit dann plus 2. Man könnte also auch sagen, dass um eine Minusklammer aufzulösen, die ganzen Vorzeichen in der Klammer gewechselt werden. Aus Plus wird Minus und aus Minus wird Plus. Also steht dann da 3 minus 4x plus 2. Ganz genau. Und das sind minus 4x plus 5. Korrekt. Gut. Nächste Aufgabe. Ja, Das ist wieder eine Minusaufgabe. eine Minusklammer. Minus, eine Minusklammer, stimmt. Minus, Klammer auf, minus 4x plus 9, Klammer zu, plus 3. Es ist nur eine Minusklammer, auch wenn hinten ein Plus steht. Ja, Okay. Also das Minus kommt jetzt zu jedem Teilterm. Das heißt, aus den minus 4x wird einfach nur 4x. ja, also plus 4x, aber das Plus Plus kannst 4x. du weglassen, ja? Und minus und plus 9 ergibt minus 9. Dann steht dann da 4x minus 9 plus 3. Ja. Und das ergibt 4x minus 6. Sehr schön, Bosco. Super. Na, jetzt läuft's. Dann hast du die Minusklammern auch verstanden. Ja. Gut, nächste So Aufgabe. lala. Minus 3, Klammer auf, minus 4x plus 2, Klammer zu. Ist das wieder eine Minusklammer? Nein, Doch. das Minus steht nicht direkt vor der Klammer, sondern da steht dann noch eine 3 davor. Und Bosco, was steht zwischen der 3 und der Klammer? Das unsichtbare Malzeichen. Jawohl, also ist es eine Malklammer. Malklammer. Und wie rechne ich die? Malklammer löst du eigentlich genauso auf wie Minusklammern, indem du nämlich den Faktor, der mit der Klammer multipliziert werden will, in dem Fall die minus 3, mit allen Summanden und allen Teiltermen eben multiplizierst. Das, was du da machst, nennt sich Verteilungsgesetz Verteilungsgesetz. oder auch Distributivgesetz. Wow. Auf Englisch kennst du vielleicht Distribute. Distribute heißt verteilen, also Verteilungsgesetz, Distributivgesetz. Aha. So, jetzt, das heißt, du multiplizierst die minus 3 mit der minus 4x und du multiplizierst die minus 3 mit der plus 2. Und das rechnest du so aus, wie ich dir das schon erklärt hatte in den anderen Termvideos. Erst die Vorzeichen ausrechnen, dann die Zahlen ausrechnen, dann die Variablen ausrechnen. Na dann, Minus mal Minus ergibt Plus. Das heißt, minus 3 mal minus 4x sind plus 12x. Jawohl. Und minus 3 mal 2 sind minus 6. Ganz genau. Sehr gut. Also steht dann da 12x minus 6. Ja. Fertig. Super, du hast deine erste Malklammer aufgelöst, Oh. Bosco. Warum fühle ich mich nicht so gut? Da kommt noch mehr. Nächster. Klammer auf, 4x minus 2, Klammer zu, mal 6x. Ja. Welche Klammersorte hast du hier? Ich hätte beinahe gesagt eine Plusklammer, weil es anfängt. Die Weil Aufgabe fängt da an, ja, aber... Aber hinten steht ja ein Mal. Jawohl. Also ist auch wieder eine Malklammer. Es ist eine Malklammer, Ja. die von hinten kommt. Also rechne ich 6x mal 4x. Jawohl. Ergibt
24x hoch 2 Ja, sehr gut. und 6x mal minus 2 ergibt minus 12x. Jawohl. Fertig. Hier ist die Aufgabe fertig, weil die einen heißen mit Nachnamen x², Ja. die anderen heißen mit Nachnamen Ich x. erinnere mich. Deswegen kannst du es nicht weiter vereinfachen. Okay. Ja. Jetzt wird es langsam schwer. Minus, Klammer auf, 4x minus 2 plus 3x hoch 2, Klammer zu, mal 5. Vorne ein Minus, hinten ein Mal, also eine. Das ist die erste Sorte, die dir da begegnet. Eine Minus. Minus-Malklammer. Malklammer. Es steht zwar nur eine Klammer da, aber sie hat zwei Funktionen. Es ist so, als würden da zwei Klammern übereinander stehen, nämlich die Minusklammer und die Malklammer. Um die jetzt aufzulösen, empfehle ich dir, nacheinander die aufzulösen. Die Reihenfolge ist egal, du kannst erst die Minusklammer auflösen, die Klammer trotzdem stehen lassen und dann die Malklammer auflösen. Oder du beginnst mit der Malklammer, lässt die Klammer trotzdem stehen und löst dann die Minusklammer auf. Na, wie hätten Sie es denn gerne? Auch fang doch mal mit der Malklammer an. Okay. Also 5 mal 4x sind 20x. Dann die 5 mal minus 2 sind minus 10. Und 5 mal 3x hoch 2 sind 15x hoch 2. Ganz genau. Das lasse ich aber in der Klammer stehen. Jetzt habe ich eine Minusklammer. Jawohl. Und jetzt kommt das Minuszeichen zu jedem Term. Ja, Teilterm. auch hier kann man sagen Verteilungsgesetz oder Distributivgesetz, denn das Minus, das jetzt vor der Klammer steht, kann man sich auch denken als mal minus 1, also dass die gesamte Klammer mit minus 1 multipliziert wird. Nur so am Rande noch erwähnt. Ja, am Rande erwähnt. Also dann verteile mal das Minus auf alle Summanden. Dann minus 20x plus 10, weil Minus und Minus ergibt Plus. Jawohl. Und dann Minus und Plus ergibt Minus. Minus 15x hoch 2. Und dann habe ich da mein Ergebnis. Ja, sehr schön. Weil das sind 3 Familien. Ganz genau. Ja. Na, das habe ich jetzt verstanden. Gut gemacht, Bosco. Nächster. Jawohl. 3, Klammer auf, 4x minus 2 plus y, Klammer zu, mal x. Das ist eine Malklammer. Ja, was für eine? Ist eine besondere Malklammer. Nach vorne und hinten Malklammer, eine Ja, doppelte Malklammer. eine doppelte Malklammer. Oh Gott, das Und- gab's ja auch noch. Auch hier empfehle ich dir, das nicht auf einmal aufzulösen. Ich meine, geübte, Fortgeschrittene können das. Aber dir empfehle ich jetzt, Entschuldigung, entweder, also von vorne zuerst die Multiplikation auszurechnen und die Klammer stehen zu lassen und dann im zweiten Schritt noch die Multiplikation von Na, hinten dann auszuführen. Lass mich mal machen. Ja, 3 mal 4x sind 12x. 3 mal minus 2 sind minus 6. Und 3 mal y sind plus 3y. jawohl. Klammer zu mal x. Ganz genau. Und jetzt haue ich das x noch rein. Ja, 12x mal x sind 12x hoch 2. Minus 6 mal x sind minus 6x. ja. Und 3y mal x sind plus 3xy. Ganz gut, Bosco. Sehr Fertig. gut. Wieder Ja. 3 Familien. Ja, du hast Sehr jetzt zweimal das Verteilungsgesetz angewendet. Tja. Sehr erfolgreich, muss ich sagen. Super. Noch 2 Aufgaben. Noch 2. Ja, komm. Beziehungsweise 3. Ich muss dir noch ein bisschen was da zeigen. Zeig mir mal was. Nächste Aufgabe. Oh nein, 2 Klammern. Also plus, Klammer auf, 2x minus 3, Klammer zu, Klammer auf, minus 4, Klammer zu. Ja. Schau dir die vordere Klammer an. Was ist das für eine Ja, Sorte? das ist eine Plusklammer. Nein. Da steht doch ein Plus. Und hinten dran? Ein Mal. Ja, zwischen den beiden Klammern steht ein unsichtbares Ja. Mal. Das Mal überwiegt. Ich habe dir gesagt, es gibt keine Plus-Mal-Klammern. Das heißt, die vordere Klammer ist eine Malklammer. Okay. Die hintere Klammer ist dann logischerweise auch eine Malklammer, weil sie ja mit der vorderen Klammer multipliziert werden muss. Gut, also das Pluszeichen kann ich streichen. Das Pluszeichen lassen wir einfach mal weg. Genau, Hast du dann wieder sind wir hingeschrieben, um das zu schon mal veräppeln. los. Ja, gut. Keine Äpfel mehr. Gut. Jetzt ist es so, dass die hintere Klammer nur da ist, weil 2 Rechenzeichen ja nicht direkt nebeneinander stehen dürfen. Also Minus und
mal dürfen nicht direkt nebeneinander stehen. Ja. Ist halt verboten, deswegen ist die hintere Klammer da. Aber bei der Multiplikation darfst du ja die Reihenfolge tauschen. Das wäre also so, als würde die minus 4 vorne dran stehen. Dann bist du die Klammer nämlich sowieso schon los. Du könntest also auch einfach schreiben, minus 4, Klammer auf, 2x minus 3, Klammer zu. Das heißt, ich rechne jetzt die minus 4 mit den beiden Teiltermen. Ja. Also minus 4 mal 2x Ja, sind minus 8x. Und die minus 4 mal minus 3 sind plus 12. ja, ganz genau. Und das ist eben egal, ob du die minus 4 dann von vorne mit der Ja. Klammer multiplizierst oder klar. ob du sie von hinten mit der Klammer multiplizierst. Okay. Sehr gut gemacht, Bosco. Danke. Jetzt zum Vergleichen aber nochmal. Boah. Was wäre denn gewesen, wenn von Anfang an die minus 4 hinter der Klammer gestanden hätte, aber ohne eine eigene Klammer zu haben? Dann steht vorne ein Plus und hinten ein Minus. Das heißt, dann ist es eine Plusklammer. Boah, Bosco, du bist so gut heute. Ich bin Noch so früh am stolz Morgen. auf dich. Ja, Super. ja. Ja, dann wäre es in der Tat eine Plusklammer. Und was hättest du dann gemacht? Die Klammer ersatzlos gestrichen. Ja, einfach in den Müll schmeißen. Also dann steht dann einfach nur plus 2x minus 3 minus 4. Und das sind dann 2x minus 7. Jawohl, sehr gut. Jetzt zeige ich dir noch eine letzte Aufgabe für dieses Video. Ich sehe nur noch Klammern. Ja, es kann auch vorkommen, dass Klammern ineinander verschachtelt sind. Aha. In einem solchen Fall beginnst du mit der inneren Klammer. In manchen Mathebüchern steht das dann ein bisschen anders da. Die nutzen dann statt runden Klammern auch mal eckige oder geschweifte. Das habe ich schon mal gesehen. Der einzige Sinn davon ist, dass man besser erkennen kann, welche Klammer auf zu welcher Klammer zugehört. Ja. Aber dadurch, dass man sowieso innen anfängt, kann man sowieso erkennen, welche Klammer zu welcher gehört, Ja. auch wenn alle rund sind. Also das ist Geschmackssache. Wir so als Profis nehmen nur runde Klammern. Naja, Ich möchte gern Profis. ich finde sie halt hübscher. Na, das ist Ansichtssache. Also fange ich innen mit der 2x plus 4 an. Ja, was ist das für eine Sorte Klammer? Eine Plusklammer. Und dann kann ich die einfach weglassen. Das ist eine Plusklammer, ja. Aber hinten ist ein Mal, oder? Hinten ist kein Mal, weil zwischen einer Klammer zu und einer Klammer zu steht kein unsichtbares Mal. Nur Okay. zwischen einer Klammer zu und einer Klammer auf würde dann wieder ein unsichtbares Also gilt Mal die stehen. Plusklammer. Das ist wirklich nur eine Plusklammer. Das Vorne heißt, Plus, hinten ja. nichts. Also, Die beiden Klammern weg. Dann steht da minus Klammer auf 3, Klammer auf 5 plus 2x plus 4, Klammer zu, Klammer zu. richtig. Gut. Dann sind wir doch schon mal eine los. Ja, Und dann wieder von innen gucken, was wäre... nee, vorher noch was anderes. das kann ich nur kürzen. Das nennt sich nicht kürzen, sondern vereinfachen. Aber ja, bevor du dich jetzt an das Auflösen der nächsten Klammer wagst, guckst du, ob du irgendwas vereinfachen oder zusammenfassen kannst Ja. innerhalb der innersten Die Klammer. 5 und die 4 kann ich zusammenfassen. Dann habe ich 9 plus 2x. Ja, Gut. Und jetzt kommt die nächste Klammer. Das ist aber jetzt eine Malklammer, jawohl. weil zwischen 3 und der Klammer ein unsichtbares Mal steht. Dann rechne ich 3 mal 9, sind 27. Und 3 mal 2x sind plus 6x. Genau. Und das Minus und die Klammer schreibst du einfach mit ab. Ja. Und die letzte ist dann eine Minusklammer. Jawohl. So, dann habe ich das Minus vor der 27, minus 27 und Minus und Plus ergibt Minus, minus 6x. Ja, also du verteilst das Minus Ich verteile. auf die ganzen Summanden in der Klammer. Dadurch ändern sich die Vorzeichen in der Klammer. Und jetzt hast du erfolgreich alle 3 Klammersorten in einer Aufgabe aufgelöst. Und das in knapp 20 Minuten. Eigentlich würde nur noch fehlen Klammer mal Klammer. Dazu machen wir aber eine längere Klammer. Noch länger. Eine Klammer mit irgendwie Plus-Minus drin, mal eine Klammer mit Plus-Minus drin. Das erkläre ich dir in einem eigenen Video. Oh, aber als nächstes Video machen wir mal ein Übungsvideo. Ein Übungsvideo. Ja, wo wir einfach das Auflösen der Klammer nochmal an vielen Aufgaben zusammen üben. Okay. Gut. Also das war sozusagen jetzt unser Erklärvideo. Aber willst du noch mal sagen, was du heute gelernt hast? Nein. Ja, ich habe verschiedene Klammersorten gelernt. Bei der Plusklammer, die gefällt mir am besten, lasse ich die Klammern einfach weg. Bei der Minusklammer verteile ich das Minus
an jeden Teilterm, der in der Klammer steht. Und dann gibt es noch eine Malklammer. Das verteile ich auch an jeden Teilterm. Ja, also der Faktor, der außen Der Faktor, steht, der der außen kann vorne dran stehen oder hinten hinten. dran oder beides. Dann ist es eine doppelte Ja, Malklammer. wird mit jedem Summanden in der Klammer multipliziert. Also wird ja verteilt. Und wenn vorne ein Minus steht und ein Mal hinter der Klammer, dann ist es eine Minus-Malklammer. Und das machst du dann nacheinander. Also du könntest dann Die erst die innerste, Malklammer ja. auflösen, Ah. aber die Klammer trotzdem stehen lassen und dann noch die Minusklammer auflösen. Und wenn es viele gibt, verschachtelte, dann die innerste Klammer als erstes auflösen. Ganz genau. Von innen nach außen. Jetzt haben wir alles, oder? Super. Gut. Sehr schön. Dann Mittagspause. Mittagspause. Tschüss. Tschüss.